Ich habe einen Gleisplanfehler gemacht und in diesem Video werde ich ihn optimieren. Hallo, ich bin der Richard von Richards MOBA und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe einen Gleisplanfehler gefunden an der Westseite des Industriegebiets. Und wie du in mein letztes Video gehört hast, mein Gleisplan soll stimmen. Deswegen werde ich ihn in diesem Video optimieren. Ein Fehler kann natürlich jeder passieren. Also wenn du auch mal einen Gleisplanungsfehler gemacht hast, nehme dir dann auf jeden Fall mal kurz eine Atempause. Der Grund für die Optimierung ist, dass zwei Industriegleise zu nah an der eingleisigen Hauptstrecke lagen, wie hier zu sehen auf einem Windcheck-Bild. Normalerweise, wenn es sich um eine normale sichtbare Strecke handelt, soll das kein Problem sein. Da an dieser Stelle aber ein Tunnelportal später eingebaut wird, ist es mir dann wichtig, um die Rangiergleise ein wenig weiter weg davon zu platzieren. Es gibt hierzu auch ausreichend Platz. Nach der Optimierung sieht es dann so aus. Das Ausziehgleis liegt in einer 1130 mm Radiuskurve und kommt dann zusammen mit dem Schottwerksgleis, welche eine 700 mm Radius hat. Die beiden Gleise enden dann in einem Geraden und sind genügend weit weg vom Tunnelportal. Wie ich diese Optimierung dann im Echten mache, zeige ich dir jetzt. Und wenn du diese Tipps wertvoll findest, vergesse dann nicht, um meinen Kanal zu abonnieren. Viel Spaß bei der Aktion! So, und da sind wir jetzt bei den Änderungen an der Gleisplan. Wie schon vorher erwähnt, habe ich ein kleines Stückchen von meinem Industriegebiet neu gezeichnet und das hat damit zu tun, dass es vom Landschaft her dann besser passt. Also was ich gemacht habe, ich habe hier dann im Detailbild, kannst du hier sehen, mein Holz. Hiervon kommst du aus dem Tunnel auf der Strecke und hier sind dann die zwei Rangiergleise. Also was ich gemacht habe, und ich zeige das dann auch noch im Windcheck, ist, dass diese zwei Gleise hier nicht so nah an der Strecke sein werden, weil das hier vom Tunnelportal her nicht so gut funktionieren wird. Also was ich geplant habe, ist, dass dieses Gleis einfach in der Kurve ein bisschen weiter geht, eigentlich bis hier zu dem Ende, sodass hier ein bisschen mehr Platz entsteht für die Landschaft. Was ich dafür machen muss, ist zuerst diese Strecke ein kleines bisschen wegradieren, also Radiergummi, so einfach kann es sein. Und dann habe ich mir ein paar Blätter DIN A4 ausgedruckt, wiederum mit meinem Gleisplan. Auch wie ich das vorher gemacht habe mit meinem Gleisplan zeichnen, aber diesmal habe ich das dann nicht geplottet, sondern ich habe das mit ein paar Blätter A4 gemacht, weil es nur ein kleines Stückchen ist, was ich hier machen muss. Also zuerst mal ein bisschen wegradieren. Übrigens mache ich dies, sodass es später, wenn ich dann das Gummi und Gummikork und so weiter hier ran mache, dass ich auf keinen Fall einen Fehler machen kann. Normalerweise soll das auch kein Problem sein, da ich selber baue, aber dennoch, ich fand es einfach dann eine bessere Idee, um das hier mal kurz wegzuradieren. So. Es muss nicht alles ganz weg sein, ich meine, es soll einfach deutlich genug sein, was da passiert. Ich habe dann bis hier radiert, weil ab hier wird die Strecke dann ein kleines bisschen großzügiger und hier soll die dann parallel laufen bis zum Ende. Also machen wir das mal schnell sauber und dann nachher werde ich dann meinen Gleisplan mal schnell hier hinlegen. Also was brauche ich? Allererstens natürlich mein gedruckter Gleisplan aus Windcheck. Alles wieder mit Gleismittellinien, zeige ich dann auch gleich. Und auch wieder das gute alte Zeug, Kohlepapier. Ich werde das hier hinlegen und dann kann ich einfach mit einem Kugelschreiber oder Bleistift kann ich dann die Linien machen und dann eigentlich ist es nur mit ein paar Minuten Zeit, habe ich eine kleine Änderung durchgeführt an meinem Gleisplan. Also zuerst mal Kohlepapier und Gleisplan auflegen. Dann ist es natürlich wichtig, dass dann die verschiedenen Linien hier, dass die dann übereinstimmen mit
was ich bisher gemacht habe. Und das ist dann natürlich immer mit den A4, weil die Blätter, die können sich natürlich ein bisschen verschieben. Also besser nochmal doppelt kontrollieren, statt einfach anfangen zu zeichnen. Weil die paar Millimeter, natürlich kann man das im Realen korrigieren. Aber persönlich habe ich lieber, dass es dann stimmt. Für die kleinen gerade Stücke, das sind nicht viel, aber wenn ich das dann hier so hinlege, dann sieht das doch einfach besser aus gleich. Also das Teil, was geändert ist, ist eigentlich ab hier. Also ich mache mal schnell hier den Strich. Ab hier ist dann die Kurve anders und dasselbe geht dann eigentlich hier ab, wo die zwei Weichen dann sind. Ich kann es mal schnell zeigen. Das sind die Peko-Weichen. Also die kommen dann gleich. Mal schnell gucken. Also die werden dann bald hier verlegt und ab hier ist dann die Strecke ein wenig anders. Also ich muss nur da, die Linien muss ich dann zeichnen. Hier nochmal den Doppelcheck, das ist alles in Ordnung. Das liegt auch gut. Hier stimmt das mit dem Holz, hier stimmt das mit den verschiedenen Teilen und da bei der Tunnelstrecke auch. Also wie gesagt, eigentlich nur so. Wenn es dann soweit ist mit Gummi verlegen, dann wird das alles auch kein Hexenwerk mehr sein. Eigentlich hätte ich das vorher beschweren müssen oder mit Pinchen festmachen, aber naja. Ihr weißt, wie ich das mache. So, dann haben wir jetzt dann die neue Gleisverlegung. Also das stimmt ja ungefähr, hast hier die neue Linie. Und dasselbe geht natürlich auch an die andere Seite. Das geht dann so hier hin. Also du kannst hier auch kleine Unterschiede sehen, aber von der Farbe her kann man auch den Unterschied sehen. Auch hier vorne ist dann jetzt der Unterschied, ist da mehr Raum zwischen das Tunnelportal und die Gleise, also Gleismittellinie, ja, ist ungefähr 14,5 cm jetzt der Unterschied. Könnte ich vielleicht sogar eine kleine Galerie hier machen und dann Tunnelportal setzen. Der andere Vorteil, was ich dann jetzt hier habe, ist, dass die beide Strecken noch ein wenig länger geworden sind, um die 20-25 cm, also mindestens ein Wagen kann noch dabei extra und das passt dann natürlich hervorragend. Und jetzt bin ich wieder völlig zufrieden mit meinem Gleisplan. So einfach kann so eine kleine Änderung sein. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall völlig zufrieden mit diesem Video und hast mittlerweile einen Daumen nach oben gesetzt. Das nächste Video wird wieder eine Modellbahndiskussion mit Steve sein, wobei wir dann über Platzmangel bei der Modellbahn diskutieren. Ich denke, das ist hier wohl in Ordnung. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für deine Treue und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Richard Smoba. Mach's gut, ciao!